Hallo ihr lieben Stickbienen. Da mich ein paar Anfragen erreicht haben, mache ich heute noch mal ein kurzes Video zu Janome 550E. In diesem Video geht es quasi um die First Steps. Das heißt, eure lang ersehnte Stickmaschine ist endlich angekommen. Nur wie kriege ich jetzt meine erste Stickerei hin? Ganz wichtig ist es, dass sich in der Stickmaschine die Spulenkapsel mit dem gelben Punkt darauf befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, dann schraubt ihr einmal das kleine Metallplättchen ab, holt die Spulenkapsel heraus, dies geht auch ganz einfach, und setzt die Spulenkapsel mit dem gelben Punkt hinein. Einfach einlegen und schauen, dass die Punkte sich gegenüberstehen. Ein bisschen nach rechts drehen und schon sitzt sie auch drin. Dann schraubt ihr das Plättchen wieder drauf. Vorher müsst ihr allerdings die Stickmaschine sperren, dass auch nichts passiert, wie ihr ganz am Anfang gesehen habt. Als nächstes zeige ich euch, wie man den Unterfaden aufspult. Nehmt dafür das Bobbin-Garn mit der Nummer 70. Die Zahl steht für das Dicke des Garns. Je höher die Zahl, desto feiner ist das Garn. Nehmt nun eine leere Spule, befestigt diese auf der Stickmaschine und wickelt den Faden ein paar Mal fester herum und schneidet ihn dann unten an dem Rädchen ab. Einfach halber sind wieder alle Schritte auf der Maschine direkt abgebildet, sowie auf dem Display. Drückt nun auf Start und schon spult die Maschine euren Bobbinfaden auf die leere Spule. Wie ihr seht, findet ihr direkt auf der Maschine auch eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Bobbin-Garn aufspult. Ist die Spule voll aufgespult, stoppt die Maschine von alleine. Dennoch musst du danach noch auf den Stoppknopf drücken. Zieht die Spule nun aus der Halterung und durchtrennt den Faden. Als nächstes setzen wir unseren aufgespulten Bobbin-Garn mit der Spule und die Spulenkapsel. Achtet darauf, dass ihr die Spule richtig herum in die Spulenkapsel hereinlegt, sodass sich der Unterfaden im Uhrzeigersinn abrollen lässt. Und nicht vergessen, das Deckelchen wieder draufzusetzen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr danach den Bobbin-Garn und seine Halterung von der Stickmaschine entfernen. Dabei solltet ihr immer den Faden in die Spule so ein bisschen einklemmen, damit dieser sich nicht löst. So bleibt die Spule immer schön fest aufgewickelt und ihr findet auch schnell den Anfang. Als nächstes setzen wir eine Nadel in die Stickmaschine. Schraubt hierzu das Rädchen ab, nehmt in meinem Fall jetzt erst einmal die Nadel raus. Achtet darauf, dass die vorgewölbte Seite zu euch zeigt und die abgeflachte Seite in die entgegengesetzte Richtung. Dann steckt ihr die Nadel bis zum Anschlag rein und schraubt das Rädchen wieder fest zu. Als nächstes zeige ich euch, wie man den Oberfaden einfädelt. Ich habe hier übrigens das Reingarn von Madeira mit der Standardgröße Nummer 40. Wie ihr hier sehen könnt, ist die einzelne Schrittreihenfolge auch direkt auf der Maschine abgebildet. Eine genauere Anleitung findet ihr auch im Menü auf dem Display der Maschine. Die Janome hat einen halbautomatischen Fadeneinfädler. Mir macht das Einfädeln jedoch Spaß, weswegen es mich nicht weiter stört. Und wie ihr sehen könnt, geht es eigentlich auch recht zügig. Damit wir gleich endlich mit dem Sticken loslegen können, spannen wir nun ein wenig Stoff und Vlies in unseren Stickrahmen ein. Schraubt hierzu den Stickrahmen ein wenig auf, legt Stoff und Vlies auf den unteren Teil des Rahmens und schnappt euch daraufhin wieder den oberen Teil des Rahmens und drückt diesen fest herunter. Wichtig ist darauf zu achten, dass Stoff und Vlies fest und stramm eingespannt sind. Zur Not zieht Stoff und Vlies noch ein wenig zurecht, aber nicht zu sehr, damit das Stickbild nachher nicht verzieht. Schraubt den Rahmen nun fest zu und macht noch einmal den Test.
Die Blume ist eines von ein paar kostenlosen Stickmotiven, die auf der Janome 550e schon vorinstalliert drauf sind. Wer gerne schon etwas anderes sticken möchte, zum Beispiel eine super süße Doodle-Stickdatei, der kann auch gerne in meinem Etsy-Shop vorbeischauen. Den Link stelle ich euch unten mit ein. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Sucht euch nun eine Stickdatei auf der Janome aus. Hier nehme ich die Blümchen, bestätigt die Rahmengröße. Ihr könnt dann auch nochmal ins Menü gehen und die Stickdatei dorthin platzieren, wo ihr sie innerhalb des Rahmens haben möchtet. Wenn ihr auf das Rahmensymbol klickt, könnt ihr euch auch nochmal den entsprechenden Stickrahmen aussuchen. Ich bleibe beim 14x 14 mal Stickrahmen und würde sagen, jetzt fangen wir an zu sticken. Hierfür müssen wir natürlich noch unseren Stickrahmen an der Stickmaschine befestigen. Hebt dafür den Nähfuß einmal hoch und achtet darauf, dass er mit der Sticknadel nicht am Stickrahmen hängen bleibt. Wenn ihr den Stickrahmen an der Stickmaschine befestigt, achtet auch hier darauf, dass der Stickrahmen auch wirklich fest sitzt und er richtig eingeklickt hat. Anschließend senkt ihr den Nähfuß wieder. Jetzt nur noch auf Start drücken und dann geht's auch schon los. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und den Einstieg zum Sticken vielleicht ein bisschen erleichtert. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.